Du hast eine super Website, investierst vielleicht sogar in SEO oder Werbeanzeigen, trotzdem bleibt es einfach verdächtig still, es tut sich nichts oder einfach zu wenig. Und viele Dienstleister verbrennen hier einfach bares Geld. Das liegt nicht an schlechten Ads oder einem schlechten Angebot, sondern einfach daran, dass Landingpages strategisch nicht richtig aufgestellt sind. Ich zeige dir heute 5 fundamentale Überlegungen für deine Landingpage, die du machen solltest, noch bevor du dich an den ersten Designentwurf machst und die dir helfen, aus Besuchern zahlende Kunden zu machen. Grab a coffee. Let's go! Falls du neu hier bist, hi, ich bin Beate. Ich bin UX-Designerin und Website-Strategin und habe in den letzten Jahren Dutzende Landingpages für Dienstleister konzipiert und umgesetzt. Dazu zählen unter anderem Landingpages für Coaches, Berater und Dienstleistungsunternehmen. Wenn ich eine Sache gelernt habe, dann, dass es bei einer Landingpage um mehr geht als schöne Farben, Bilder und tolle Schriftarten. Es geht darum, die zugrunde liegende Strategie genau zu hinterfragen. Es geht eben nicht nur darum, wie etwas aussieht, sondern auch, wie etwas funktioniert und welche Botschaften dem Ganzen zugrunde liegen. Also lass uns einsteigen in 5 fundamentale Überlegungen für Landingpages, die deine Geschäftsziele wirklich voranbringen. Bevor du überhaupt einen einzigen Pixel auf deiner Landingpage platzierst, musst du dir die Frage stellen, welches Ziel hat deine Landingpage? Und zwar so präzise wie möglich. Was ist die eine konkrete Aktion, die deine Nutzer auf dieser Seite durchführen sollen? Und damit meine ich nicht 2 oder 3 Aktionen, eine einzige Aktion. Und bei Dienstleistern ist das zu 90% der Fälle keine Sofortkaufseite, sondern es ist oft eine Anfrageseite, eine Terminbuchung oder auch eine Anmeldeseite, zum Beispiel typischerweise Newsletter-Anmeldungen oder auch Seiten zum Download von Freebies oder Leadmagneten. Und alles, was nicht auf dieses eine Ziel einzahlt, ist schlicht ergreifend Ablenkung und überflüssig. Deswegen mein erster Tipp: streiche alle möglichen Ablenkungen. Zum Beispiel Social Media Links. Alles, was ablenkt, zieht ja Aufmerksamkeit ab von dem Ziel, was du eigentlich erreichen willst. Meistens, wenn ich Kunden frage, welches konkrete Ziel sie mit der Seite erreichen wollen, dann kommen so Antworten wie, ja, Informationen vermitteln, dann noch auf unseren Blog vielleicht verweisen und dann noch vielleicht das ein oder andere Event hier noch aufmerksam machen, da noch das erwähnen. Genau da liegt das Kernproblem. Denn eine Landingpage musst du sehen als persönlichen Verkäufer. Und in diesem Verkaufsgespräch würdest du auch nicht über 12 unterschiedliche Dinge sprechen, sondern du würdest nach dem konkreten Bedürfnis fragen und dann für dieses Bedürfnis eine konkrete Lösung anbieten. Und online funktioniert dieses Prinzip genau gleich. Das heißt, der Fokus ist ganz entscheidend. Und jedes weitere Element oder jeder zusätzliche Teaser auf irgendwelche Angebote lenkt deine Nutzer ab, lenkt ab von deinem eigentlichen Ziel und erhöht auch die kognitive Last auf Nutzer. Kognitive Last ist ein psychologisches Konzept, das eben beschreibt, dass Nutzer bestimmte Kapazitäten nur zur Verfügung haben, um Informationen zu scannen und zu verarbeiten. Wenn diese Kapazität überschritten wird, dann werden einfach Informationen ausgeblendet. Das heißt, es ist dann ganz egal, was du auf deiner Seite einblendest und erwähnst, Nutzer werden es nicht wahrnehmen. Das heißt, konzentriere dich auf eine Sache, Fokus ist key. Und wenn du dein Ziel definiert hast, dann schreib dir das Ziel irgendwo riesig fett auf und frag dich bei jedem Element, das du auf deiner Landingpage platzierst, ob es auf dieses Ziel einzahlt. Zahlt es ein? Perfekt. Zahlt es nicht ein? Raus damit. Die zweite zentrale Überlegung, die du anstellen musst, ist die Kernbotschaft deiner Landingpage. Was ist das erste Element, das zentrale Element, was deine Nutzer sehen, wenn sie auf der Landingpage landen? Es ist die Headline. Und die Headline ist nicht der Ort für irgendwelche abgedroschenen Werbesprüche, sondern hier kommt bitte dein Werteversprechen, also deine Value Proposition. Formuliere ein konkretes, greifbares Ergebnis, was dein Kunde anstrebt. Zum Beispiel, wenn wir meine Landingpage nehmen zum Thema UX Frühbucher für 2026, dann lautet meine Überschrift hier:
Starte 2026 mit einer Website, die Kunden anzieht. Das heißt, hier steckt wirklich der Mehrwert für Kundinnen in der Überschrift drinnen. Hier steht nicht die Überschrift UX-Frühbucher, sondern starte 2026 mit einer Website, die Kunden anzieht. Merkst du den Unterschied? Denn das ist ein Versprechen, was eben ein konkretes Problem der Kundinnen adressiert und auch eine Lösung anbietet. Ein einfacher Dreisatz hilft dir für Headlines. Das heißt, du brauchst zuerst ein konkretes Problem, was deine Kundinnen haben. Dann zweitens eine angedeutete Lösung und drittens ein positives Ergebnis, das Kundinnen nach der Zusammenarbeit haben. Ein Tipp noch zu Headlines. Es gibt hier nicht nur eine einzige Lösung. Es gibt tausende Möglichkeiten, eine gute Headline zu schreiben. Das heißt, wenn du genug Traffic auf deiner Webseite hast, dann kannst du hier auch A/B-Testings machen mit unterschiedlichen Headlines und schauen, welche besser funktioniert. Deine Botschaft muss aber insgesamt einen Nerv treffen und Nutzerinnen das Gefühl vermitteln, hier bin ich richtig, hier wird mein Problem gelöst. Deine dritte Überlegung, die du für erfolgreiche Landingpages machen solltest: Problembewusstsein. Menschen kaufen selten Lösungen für Probleme, die sie nicht fühlen. Das heißt, du musst in der Lage sein, einen Schmerzpunkt und ein Bedürfnis ganz klar zu benennen, bevor du dann deine Dienstleistung als Lösung positionierst. Wenn wir noch einmal zurückgehen zum Beispiel von meiner Landingpage. In diesem konkreten Fall ist das Kundenproblem, dass die Website zu wenig oder keine Kundinnen bringt. Und genau auf Painpoints wie diesen solltest du dich konzentrieren, denn nur wer sich verstanden und abgeholt fühlt, wird auch weiterlesen und wird deine Lösung in Betracht ziehen. Hier noch ein ganz wichtiger Punkt: Vermeide es, dass du deinen Nutzerinnen hier die Schuld zuschiebst und hier so ein Gefühl von du hast versagt zu vermitteln. Also wenn du den Painpoint beschreibst, dann kann es ganz schnell passieren, dass man abrutscht in so eine Art: Kennst du das oder bestimmt hast du das auch schon erlebt oder bestimmt geht es dir ähnlich. Und das ist mir auch schon ganz oft passiert, aber stattdessen kannst du hier einfach allgemeine Formulierungen nutzen. Also du kannst sagen, viele Dienstleister gewinnen zu wenig oder keine Kunden über ihre Website. Und das muss nicht sein und dann kannst du eine Lösung platzieren. Und so bleibst du erstens auf Augenhöhe und bietest gleichzeitig eine Perspektive für die Lösung. Das heißt, es ist ganz wichtig, dass deine Landingpage den Painpoint, den Schmerz von Kundinnen validiert, ohne Schuld zuzuweisen und dann anschließend deine Lösung aufzeigt. Damit schaffst du eben eine vertrauensvolle Atmosphäre, was eben für die Conversion essentiell ist. Zum Thema Vertrauen habe ich ein ausführliches Video auf meinem Kanal, das verlinke ich dir hier. Jetzt wird es langsam ernst mit der Landingpage, das heißt, jetzt geht es weiter mit der vierten Überlegung, und zwar geht es jetzt darum, deine Lösung zu präsentieren. Und hier ist es ganz wichtig, nicht nur Features aufzulisten, sondern wirklich Vorteile. Denn Kunden kaufen eigentlich keine Features, sondern sie kaufen Vorteile. Das heißt, wenn du hinschreibst 20 Jahre Erfahrung oder langjährige Erfahrung, dann ist das ein Feature, das gut klingt. Aber wenn du zum Beispiel sagst, durch unsere langjährige Erfahrung sparst du dir teure Fehler, dann hast du wieder ein Kundenbedürfnis hinein verpackt, nämlich Kosten zu sparen, und dann ist es wieder ein Vorteil für den Kunden. In Wahrheit lässt sich jedes Problem, das man für Kundinnen löst, zurückführen auf ein Zeitproblem oder auf ein Geldproblem. Und eine wirkungsvolle Methode, um sowas herauszufinden, ist eben sich zu fragen, was bedeutet das Ganze für den Kunden? Also zum Beispiel, wenn ich langjährige Erfahrung habe, was bedeutet das für den Kunden? Wenn ich hohe Qualität habe, hohe Expertise habe, was bedeutet das für den Kunden? Wie kann ich das Ganze so umdrehen, dass es für den Kunden wirklich einen Vorteil darstellt? Das heißt, was du machen kannst, ist dir alle Leistungsmerkmale aufzuschreiben, deiner Dienstleistung, und die ganze Liste durchzugehen und dich so lange zu fragen, was es für den Kunden bedeutet, bis du am Kern ankommst, welchen Mehrwert es für den Kunden hat. Gewinnt der Kunde Zeit? Spart der Kunde Geld? Reduziert der Kunde Stress? Gewinnen Kunden
selbst Kunden durch deine Dienstleistung, gewinnen Kunden Freiheit. An der Oberfläche sind es natürlich immer entweder Zeit- oder Geldprobleme, das heißt, du hilfst deinem Kunden Kosten zu sparen, du hilfst deinem Kunden vielleicht effizienter zu werden, produktiver zu werden, das heißt mehr in weniger Zeit zu schaffen, aber unter all dem liegt immer irgendwo ein emotionales Problem und das musst du herausfinden. Und am besten natürlich kannst du das Ganze noch mit konkreten Beispielen belegen. Wenn du willst, dass ich mir deine Website oder Landingpage anschaue, dann kannst du dazu meine kostenfreie Videoanalyse nutzen. Den Link findest du in der Infobox. Ich hatte das ja schon angesprochen, du brauchst konkrete Beweise dafür, dass du das Versprechen, was du Kunden gibst, auch erfüllen kannst. Und Vertrauen ist in der digitalen Welt das höchste Gut. Das kannst du mit Testimonials machen, du kannst mit Fallstudien arbeiten, Kooperationspartnerlogos einbinden und idealerweise kombinierst du quantitative Ergebnisse auch mit emotionalen Stories, also mit qualitativen Ergebnissen. Zeig eben durch Testimonials, dass andere Kundinnen bereits von dieser Lösung profitiert haben, dass andere Kundinnen bereits diese Lösung in Anspruch genommen haben und für gut befunden haben. Wenn du jetzt natürlich dein Ziel klar definiert hast, weißt, welche Botschaft du vermitteln willst, welchen Painpoint du adressieren willst, was die Vorteile sind deiner Lösung, nicht nur die Features, sondern die Vorteile deiner Lösung, dann geht es jetzt natürlich darum, den Nutzer in den nächsten Schritt zu führen. Das heißt, hier einen glasklaren Call to Action anzuführen. Du darfst den Nutzer nicht alleine jetzt irgendwo stehen lassen und benenne hier deine Handlungsschritte ganz konkret, also zum Beispiel kostenlose Erstberatung buchen. Achte auch darauf, dass du für konkrete Handlungsschritte auch die Risiken gleichzeitig minimierst. Zum Beispiel bei kostenlosen Beratungsgesprächen müssen Nutzer ein gewisses Zeitcommitment mitbringen. Vielleicht hast du aber eine Zielgruppe, wo die Zeit sehr, sehr knapp ist. Dann kannst du zum Beispiel so etwas sagen wie: In nur 45 Minuten erarbeiten wir konkrete Lösungsschritte. Das heißt, damit gibst du schon dem Nutzer mehr Sicherheit, dass die Zeit gut investiert ist. Oder du kannst auch dem Nutzer die Angst vor Entscheidungen nehmen. Du kannst auch mit Worten arbeiten wie unverbindlich, kostenfrei. Wie viele Call to Actions solltest du auf deiner Landingpage platzieren? Auf jeden Fall Anfang, Mitte, Ende. Und je länger die Seite dauert, desto mehr Call to Actions kannst du auch in der Mitte ergänzen. Fassen wir jetzt also noch einmal zusammen. Es ist wichtig, ein klares und einziges Ziel für deine Landingpage zu haben. Dich auf eine Botschaft und einen Painpoint zu fokussieren und wichtig, dich zu identifizieren mit dem Schmerzpunkt deiner Nutzerinnen. Und on top noch handfeste Beweise liefern, mit Vertrauenssignalen und glasklaren Handlungsschritten hinterlegen. Und wenn du diese strategischen Punkte einhältst, bevor du überhaupt ins Design deiner Landingpage gehst, dann wirst du dir viele Korrekturrunden sparen, sondern du wirst stattdessen eine Landingpage bauen, die deinen Nutzer wirklich abholt und sie in Interessentinnen und Kundinnen umwandelt. Diese strategische Vorarbeit ist eben der entscheidende Unterschied zwischen einer Landingpage, die schön und nett aussieht, und einer Landingpage, die deine Nutzer wirklich in zahlende Kunden umwandelt. Falls du noch mehr praktische Tipps willst für deine Dienstleistungswebsite, dann schau dir auf jeden Fall auch dieses Thema hier an zum Thema nutzerfreundliche Website und abonniere unbedingt den Kanal, bevor du gehst. Bis zum nächsten Mal. Ciao!